Lektion 1: Gemeinsam kochen. Speck, Nudeln und Käse klingt machbar. Wie braten Sie den Speck? Normalerweise backe ich es lieber im Ofen, es wird knusprig und gleichmäßig gegart. Das ist eine tolle Methode. Außerdem bleibt der Herd frei für andere Zutaten. Genau. Während der Speck brutzelt, kann ich die Pasta und die Käsesauce zubereiten. Welche Käsesorte verwenden Sie gerne für dieses Gericht? Ich liebe die Kombination aus Cheddar und Mozzarella, sie verleiht einen tollen Geschmack und Cremigkeit. Das klingt ja lecker. Ich kann mir schon vorstellen, wie lecker es sein wird. Ja, und es ist eine schnell zubereitete Mahlzeit, perfekt für einen arbeitsreichen Abend. Lass es uns irgendwann einmal zusammen kochen. Ich möchte dein Geheimnis erfahren, wie du es zu etwas Besonderem machst. Lektion 2: Emotionale Sonnenuntergänge. Es ist unglaublich, wie ein einfacher Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang so tiefe Emotionen hervorrufen kann. Absolut. Diese Momente in der Natur können uns ein Gefühl von Verbundenheit und Lebendigkeit geben. Ja, die Farben und die Art und Weise, wie sich das Licht verändert, können atemberaubend sein. Es ist, als würde die Welt für einen Moment innehalten und uns die Möglichkeit geben, nachzudenken und zu würdigen. Ich bin oft in Gedanken versunken, während ich die Veränderung des Himmels beobachte. Ich auch. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um über unsere Träume und Wünsche nachzudenken. Die Natur schafft es, uns zu erden und uns an die Schönheit des Lebens zu erinnern. Genau. Lasst uns gemeinsam öfter Sonnenauf- und Untergänge anschauen. Das klingt wunderbar. Solche Momente sollte man teilen und genießen. Lektion 3: Reiseentscheidungen. Sie könnten eine Zugfahrt in Erwägung ziehen, da dies eine landschaftlich reizvolle Art des Reisens ist. Aber ist es schneller als der Bus? Ich möchte meine Zeit optimal nutzen. Generell können Züge schneller sein, insbesondere wenn Sie unterwegs weniger Zwischenstopps einlegen. Das ist gut zu wissen. Ich schätze den Komfort des Zugreisens auch. Ja, Sie können sich freier bewegen und die Fahrt genießen. Außerdem haben Zugreisen etwas Nostalgisches, das ich wirklich liebe. Genau. Sie bieten oft wunderschöne Ausblicke, die man im Bus vielleicht verpasst. Sehen wir uns die Fahrpläne an und finden wir heraus, welche Option am besten zu unseren Plänen passt. Klingt nach einem Plan. Ich bin gespannt, wohin uns diese Reise führt. Lektion 4: Fahrstunden. Der Unterricht ist sehr gut, Amy lernt Autofahren, und das ist eine wertvolle Fähigkeit. Absolut. Der Führerschein eröffnet dir viele Möglichkeiten zur Unabhängigkeit. Ja, und es gibt ihr die Freiheit, neue Orte auf ihre eigene Art zu erkunden. Ich weiß noch, wie nervös ich während der Fahrstunden war, aber es hat sich gelohnt. Das ist normal. Es braucht Übung, um Vertrauen hinter dem Steuer aufzubauen. Sobald sie ihren Führerschein hat, wird sie ein großes Erfolgserlebnis verspüren. Auf jeden Fall. Es ist ein Meilenstein, den viele Menschen schätzen. Unterstützen wir sie auf diesem Weg. Ermutigung macht den Unterschied. Ich stimme zu. Wir feiern ihren Erfolg, wenn sie endlich ihren Führerschein hat. Lektion 5: Herzcheck. Er hörte mir zu, und das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, dass es sich so persönlich anfühlen würde. Das klingt faszinierend. Was hat er gesagt, nachdem er ihren Herzschlag abgehört hat? Er brachte mich zum Husten, um einen besseren Ton zu bekommen, was unerwartet, aber amüsant war. Es ist interessant, dass Ärzte über solch einzigartige Methoden verfügen, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert. Ja, er hat mir auch einige Fragen zu meinem Lebensstil und etwaigen Symptomen gestellt, die ich möglicherweise verspürt habe.
Diese Fragen sind wichtig, da sie ihm helfen, meinen allgemeinen Gesundheitszustand besser zu verstehen. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Erkenntnis man gewinnen kann, wenn man einfach auf sein Herz hört. Es unterstreicht deutlich, wie wichtig regelmäßige Kontrolluntersuchungen für die Erhaltung der Gesundheit sind. Ich ging mit einem beruhigten Gefühl und einem stärkeren Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, auf meinen Körper zu hören. Lektion 6: Familienbande. Wenn es um die Familie geht, ist ein Sohn seiner Mutter oder ein Vater seinem Sohn so viel wert. Es besteht eine tiefe Verbindung. Absolut. Diese Beziehungen prägen uns und beeinflussen unser Leben auf vielfältige Weise. Sie müssen entscheiden, wann das Gewissen eines Menschen auf die Probe gestellt wird. Dies kann viel über seinen Charakter aussagen. Ja, moralische Dilemmas bringen oft das Beste oder das Schlechteste in den Menschen zum Vorschein, nicht wahr? Das tun sie. Es ist die Art und Weise, wie wir auf Herausforderungen reagieren, die uns wirklich ausmacht. Und diese Erfahrungen können die Familienbande stärken und uns nebenbei wertvolle Lektionen erteilen. Genau. Gerade in guten wie in schlechten Zeiten kann die Unterstützung der Familie unglaublich wichtig sein. Ich glaube, dass die Pflege dieser Beziehungen für unser emotionales Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist. Gut gesagt. Es ist wichtig, unsere Familienbande zu pflegen und in sie zu investieren. Lektion 7: Ankunft in Paris. Es war ziemlich frustrierend, was passierte, als ich in Paris ankam. Alles schien auf einmal schief zu gehen. Das klingt stressig. Was genau ist passiert, dass deine Ankunft so chaotisch war? Mein Gepäck ging verloren und ich wusste nicht, wie ich mich ohne Gepäck am Flughafen zurechtfinden sollte. Oh nein. Das muss überwältigend gewesen sein, besonders in einer neuen Stadt. Ja, ich fühlte mich desorientiert und ängstlich, aber ich versuchte, ruhig zu bleiben und die Dinge zu verstehen. Das ist eine großartige Einstellung, in schwierigen Situationen positiv zu bleiben, kann einen großen Unterschied machen. Schließlich gelang es mir, Hilfe vom Flughafenpersonal zu bekommen, was meine Sorgen linderte. Es ist gut zu hören, dass Sie Hilfe gefunden haben. Menschen können unglaublich hilfsbereit sein, wenn man sie darum bittet. Auf jeden Fall. Als ich in meinem Hotel ankam, begann ich mich zu entspannen und die wunderschöne Stadt zu genießen. Lektion 8: Community-Verbindungen. Innerhalb der Gemeinschaft war es für ihn von entscheidender Bedeutung, in Verbindung zu bleiben. Das ist auch heute noch wichtig. Absolut. Der Aufbau starker Beziehungen trägt dazu bei, dass sich jeder unterstützt und wertgeschätzt fühlt. Wenn wir uns isolieren, entgeht uns der Reichtum des Gemeinschaftslebens. Ja, das Engagement in unserer Nachbarschaft kann zu wunderbaren Freundschaften und Möglichkeiten führen. Es wirkt sich auch positiv auf unser geistiges Wohlbefinden aus. Soziale Kontakte sind für das Glück von entscheidender Bedeutung. Genau. Der Austausch mit anderen kann ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit schaffen. Ich denke, wir sollten an lokalen Veranstaltungen teilnehmen, um diese Bindungen noch weiter zu stärken. Das ist eine tolle Idee. Lass uns nach Community-Treffen suchen, bei denen wir neue Leute kennenlernen können. Ja. Es ist Zeit, dass wir die Bedeutung der Gemeinschaft in unserem Leben anerkennen. Lektion 9: Geldsorgen. Hallo. Machst du dir manchmal Sorgen um Geld? Ja, das ist für viele Menschen eine weit verbreitete Sorge, insbesondere angesichts der überall steigenden Kosten. Ich verstehe das vollkommen, die Verwaltung der Finanzen kann manchmal eine ziemliche Herausforderung sein. Das kann es wirklich. Ich ertappe mich oft dabei, ein Budget zu erstellen, um sicherzustellen, dass ich auf Kurs bleibe. Das ist ein kluger Ansatz. Die Führung eines Budgets kann Ihnen das Gefühl geben, mehr Kontrolle zu haben. Genau. Ich versuche jeden Monat ein bisschen für Notfälle zu sparen, nur für den Fall der Fälle.
Das ist eine kluge Strategie. Ein Sicherheitsnetz kann für Seelenfrieden sorgen. Ja, und es ist auch wichtig, Wege zu finden, das Leben zu genießen, ohne zu viel Geld auszugeben. Ich stimme zu. Es kann schwierig sein, das richtige Gleichgewicht zwischen Sparen und Ausgeben zu finden, aber es ist Lektion wichtig. 10: Gegensätze. Das Gegenteil von Schwarz ist Weiß und das Gegenteil von Glück ist traurig. Es ist faszinierend, wie Kontraste unser Verständnis prägen. Absolut. Es ist interessant, wie Gegensätze unsere Wahrnehmung von Emotionen und Farben verbessern können. Wenn ich auf der anderen Seite des Raumes stehe, habe ich eine andere Perspektive auf das Geschehen. Ja, Distanz kann unsere Sicht auf Situationen verändern, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Kontext für das Verständnis unserer Erfahrungen entscheidend ist. Genau. Oft müssen wir verschiedene Standpunkte berücksichtigen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Ich liebe es, wie das Erkunden von Kontrasten zu tieferen Gesprächen über das Leben führen kann. Ich auch. Es öffnet die Tür für Verständnis und Empathie gegenüber anderen. Lassen Sie uns diese Ideen weiter diskutieren. Es ist aufschlussreich, solche Themen gemeinsam zu erkunden. Lektion 11: Marketingmethoden. Bei den Marketingmethoden werden wir weiterhin einige traditionelle Ansätze verwenden, unser Schwerpunkt wird jedoch auf digitalen Ansätzen liegen. Das macht Sinn. Digitales Marketing bietet so viele Möglichkeiten, ein breiteres Publikum zu erreichen. Genau. Online-Plattformen ermöglichen gezielte Kampagnen, die sehr effektiv sein können. Und die Fähigkeit, Daten zu analysieren, hilft uns, unsere Strategien zu verfeinern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Es ist faszinierend, wie die Technologie die Marketinglandschaft verändert hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Anpassung an diese Veränderungen unerlässlich ist, um in der Branche relevant zu bleiben. Absolut. Wir müssen kontinuierlich lernen und unsere Methoden weiterentwickeln. Lassen Sie uns die neuesten Trends erkunden und sehen, wie wir sie in unsere Strategie integrieren können. Tolle Idee. Wenn wir immer einen Schritt voraus sind, werden unsere Bemühungen deutlich davon profitieren. Lektion 12: Belohnungsherausforderungen. Das klingt herausfordernd. Aber es kann lohnend und augenöffnend zugleich sein. Absolut. Herausforderungen anzunehmen kann zu persönlichem Wachstum und neuen Erfahrungen führen. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser wahres Potenzial erst dann entdecken, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Ja. Schwierigkeiten zu bewältigen lehrt uns oft Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es ist interessant, wie Herausforderungen Stärken offenbaren können, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben. Genau. Diese Momente, in denen man Hindernisse überwindet, können unglaublich erfüllend sein. Lassen Sie uns einander ermutigen, neue Herausforderungen anzunehmen, wenn sie auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir uns durch Höhen und Tiefen unterstützen. Ich freue mich auf die Abenteuer, die uns erwarten. Lektion 13: Englisch lernen. Haben Sie von dem Programm gehört, das Ihnen 12 Stunden Englisch-Hörtraining im Schlaf bietet? Ja. Ich habe gelesen, dass es Lernenden dabei helfen soll, die Sprache unterbewusst aufzunehmen. Das klingt faszinierend. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und haben Ihre Englischkenntnisse verbessert, ohne sich anstrengen zu müssen. Genau. Zuhören im Schlaf kann eine unterhaltsame und effektive Möglichkeit sein, das Lernen zu verbessern. Ich frage mich, wie gut es funktioniert. Es wäre interessant, die Ergebnisse zu sehen. Ja. Die Kombination von passivem Lernen und aktivem Lernen kann einen starken Effekt erzielen. Probieren wir es aus und sehen wir, wie es sich mit der Zeit auf unsere Sprachkenntnisse auswirkt.
Ich bin begeistert. Es könnte unseren Weg zum Englischlernen grundlegend verändern. Auf jeden Fall. Gemeinsam bringen wir unsere Sprachkenntnisse auf das nächste Level. Lektion 14: Abenteuer im Freien. Ich liebe das Gefühl des Windes in meinen Haaren, wenn ich draußen bin, es ist belebend. Absolut. Draußen zu sein kann so erfrischend sein, besonders an einem sonnigen Tag. Ja, die Natur hat die Fähigkeit, unsere Stimmung zu heben und uns Energie zu geben. Ich stimme voll und ganz zu. Es hat etwas Magisches, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur ein Spaziergang im Park, alles fühlt sich wunderbar an. Genau. Jede Outdoor-Aktivität bringt ihr eigenes Gefühl von Abenteuer und Freude mit sich. Lassen Sie uns einen Tag planen, an dem wir gemeinsam einen neuen Weg erkunden. Das wäre ein aufregendes Erlebnis. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, den frischen Wind und die Freiheit zu spüren. Auf viele weitere Outdoor-Abenteuer voller Lachen und Entdeckungen. Lektion 15: Geschmackvolle Beiträge. Es ist spannend, darüber nachzudenken, welche Geschmacksrichtungen wir mit den Beiträgen aller kreieren können. Absolut. Jeder bringt etwas Einzigartiges mit, das das Gesamterlebnis bereichert. Wie viele Leute kommen eigentlich? Je mehr, desto besser. Ich glaube, wir haben ungefähr 10 Zusagen und es dürfte ein fantastisches Treffen werden. Das klingt perfekt. Bei so vielen verschiedenen Geschmäckern werden wir eine wunderbare Vielfalt an Gerichten haben. Ja, ich liebe es, wie das Teilen von Essen Verbindungen schaffen und Gespräche anregen kann. Genau. Es ist eine wunderbare Art, Gemeinschaft und Freundschaft durch Aromen zu feiern. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was jeder mitbringt. Es wird eine wunderbare Überraschung. Sorgen wir für eine gute Abstimmung, damit am Ende nicht zu viele ähnliche Gerichte herauskommen. Lektion 16: Marktpräferenzen. Wie sieht es mit den Vorlieben unserer Zielgruppe aus? Ich denke, es ist wichtig, sie vollständig zu verstehen. Sie bevorzugen eindeutig umweltfreundliche und erschwingliche Optionen, das ist zu einem bedeutenden Trend geworden. Ja, Nachhaltigkeit ist für viele Verbraucher heute von entscheidender Bedeutung, sie möchten bei ihren Einkäufen ein gutes Gefühl haben. Auf jeden Fall. Die Menschen werden sich der Umweltauswirkungen ihrer Entscheidungen immer bewusster. Es ist großartig, einen solchen Wandel hin zu verantwortungsbewusstem Einkaufen zu erleben, er steht im Einklang mit unseren Werten. Genau. Wir sollten uns auf hochwertige Materialien konzentrieren, die sowohl kostengünstig als auch umweltfreundlich sind. Lassen Sie uns einige Ideen sammeln, die diesen Vorlieben gerecht werden und gleichzeitig unsere Standards beibehalten. Ich denke, das wird uns auf dem Markt hervorheben und einen treuen Kundenstamm gewinnen. Ja, die Entwicklung von Produkten, die mit ihren Werten im Einklang stehen, kann zu langfristigem Erfolg führen. Lektion 17: Lebensstandard. Es ist faszinierend zu diskutieren, wie sich der Lebensstandard in England seit 1800 verbessert hat. In der Tat. Die Fortschritte in Technologie und Gesundheitswesen haben erhebliche Auswirkungen gehabt. Ja, und es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich das tägliche Leben der Menschen im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Ganz sicher. Snows Großvater war in der Schule nicht sehr erfolgreich, arbeitete aber hart, um für seine Familie zu sorgen. Das stimmt. Bildung war damals nicht so zugänglich, und viele verließen sich stattdessen auf praktische Fähigkeiten. Es ist inspirierend zu sehen, wie weit die Gesellschaft in Bezug auf Bildungschancen gekommen ist. Absolut. Der Zugang zu Bildung hat vielen Menschen Türen geöffnet,
die zuvor nur begrenzte Möglichkeiten hatten. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig kontinuierliche Verbesserung und das Streben nach Fortschritt sind. Ja, und es ist spannend, darüber nachzudenken, wie zukünftige Generationen auf diesem Fundament weiterbauen werden. Lektion 18: An Zielen festhalten. Ich glaube, es ist einfacher, an einer Routine festzuhalten, wenn man konkrete Ziele vor Augen hat. Auf jeden Fall. Klare Ziele lassen die Reise erreichbarer erscheinen. Ich sollte es versuchen. Vielleicht hilft es mir, konzentriert zu bleiben, wenn ich mir kleinere Meilensteine setze. Das ist eine tolle Idee. Die Aufteilung der Dinge kann den Prozess weniger überwältigend machen. Wie lange dauert es normalerweise, bis bei derartigen Zielen Fortschritte sichtbar werden? Es kann variieren, aber Konsistenz ist der Schlüssel, selbst kleine Änderungen können im Laufe der Zeit zu bedeutenden Ergebnissen führen. Das macht Sinn. Ich werde versuchen, geduldig zu sein und auf dem Weg kleine Erfolge zu feiern. Ja, die Reise zu genießen ist genauso wichtig wie das Erreichen des Ziels. Allein das Reden darüber motiviert mich. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Lektion 19: Zugänglichkeit im Leben. Es ist eine aufregende Zeit, in der wir leben, vor allem, weil die Dinge immer zugänglicher werden. Absolut. Der technologische Fortschritt und das Bewusstsein machen vielen das Leben leichter. Ja, vom Transport bis zur Bildung gibt es so viele Verbesserungen. Es ist wunderbar zu sehen, wie Inklusivität in der Gesellschaft zu einer Priorität wird. Genau. Jeder verdient gleiche Chancen, und wir arbeiten daran, dieses Ziel zu erreichen. Ich finde es toll, dass auch Gemeinschaftsinitiativen bei dieser Transformation eine Rolle spielen. Ja, Basisinitiativen können bedeutende Veränderungen anstoßen und andere dazu inspirieren, sich ihnen anzuschließen. Lassen Sie uns diese Bewegungen weiterhin unterstützen. Das ist für eine bessere Zukunft von entscheidender Bedeutung. Ich stimme voll und ganz zu. Gemeinsam können wir zu einer barrierefreieren und inklusiveren Welt beitragen. Lektion 20: Unterrichtsmaterialien. Für einige Kurse sind möglicherweise spezielle Materialien erforderlich, für die meisten reichen jedoch die Grundausstattungen. Das stimmt. Das Wesentliche zu haben, kann den Lernerfolg eines Schülers entscheidend beeinflussen. Ja, Dinge wie Notizbücher, Stifte und Lehrbücher sind für jeden Unterricht grundlegend. Und es ist wichtig sicherzustellen, dass jeder Schüler Zugang zu diesen grundlegenden Dingen hat. Genau. Schulen sollten Bedürftige unterstützen, um ein gleichberechtigtes Lernumfeld zu schaffen. Ich finde es toll, dass Gemeinschaftsprogramme oft einspringen, um Studenten mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um die Bildung zu unterstützen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir in unserer eigenen Gemeinschaft zu diesen Bemühungen beitragen können. Ich bin dabei. Jeder kleine Beitrag trägt dazu bei, Bildung für alle zugänglicher zu machen. Lektion 21: Spannende Themen. Ja, ich fand es ziemlich interessant. Zu diesem Thema gibt es so viel zu besprechen. Was denken Sie zu diesem Thema? Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Ich denke, es hebt einige entscheidende Probleme hervor, denen in unserer Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Es ist wichtig, Gespräche zu führen, die zu positiven Veränderungen führen können. Ich stimme zu. Wenn wir auf diese Themen aufmerksam machen, können wir andere zum Handeln inspirieren. Ja, und es kann den Weg für innovative Lösungen komplexer Probleme ebnen. Ich bin gespannt, dies weiter zu erforschen und zu sehen, wie wir zur Diskussion beitragen können. Lassen Sie uns die Dynamik beibehalten. Der Austausch von Ideen ist der Schlüssel zum Fortschritt.
Gemeinsam können wir bedeutungsvolle Gespräche anstoßen, die bei unserem Publikum Anklang finden. Lektion 22. Die Schönheit der Natur. Wildtiere eignen sich zwar in der Regel nicht für die Zucht, sind jedoch ideale Orte, um den Sommerurlaub zu verbringen. Das stimmt. Naturschutzgebiete und Wildparks können atemberaubende Erlebnisse bieten. Ja, von Natur umgeben zu sein, bietet eine erfrischende Flucht aus dem Alltag. Es ist erstaunlich, wie wilde Tiere zur Schönheit ihres natürlichen Lebensraums beitragen. Absolut. Sie in ihrer Umgebung zu beobachten, kann sowohl spannend als auch lehrreich sein. Ich liebe die Vorstellung, Zeit im Freien zu verbringen, mit der Natur in Kontakt zu kommen und etwas über die Tierwelt zu lernen. Auf diese Weise lernen Sie die Ökosysteme kennen, die diese Tiere beherbergen. Darüber hinaus fördert es die Bemühungen zum Schutz dieser wunderschönen Orte. Ja, lass uns einen Ausflug zu einem Naturschutzgebiet planen, das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 23. Europa erkunden. Ich überlege, nach Europa zu reisen. Es gibt dort so viel Geschichte zu entdecken. Das klingt fantastisch. Europa ist reich an Kultur und historischen Sehenswürdigkeiten. Ich wollte schon immer Orte wie das Kolosseum und den Eiffelturm sehen. Diese sind ikonisch. Jede Stadt hat ihre eigene, einzigartige Geschichte, die sie durch ihre Architektur erzählen kann. Genau. Es wäre fantastisch, durch die alten Straßen zu spazieren und ihre Geschichte zu spüren. Darüber hinaus machen das Essen und die lokalen Bräuche jedes Reiseziel zu etwas ganz Besonderem. Ich stimme zu. Das Erleben verschiedener Kulturen kann so bereichernd und augenöffnend sein. Beginnen wir mit der Planung der Details. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen bei der Recherche helfen. Das wäre großartig. Gemeinsam können wir eine unvergessliche Reiseroute erstellen. Lektion 24. Bequeme Entscheidungen. Bei der Kaufüberlegung ist es wichtig, vor dem Kauf auf den Komfort zu achten. Auf jeden Fall. Gerade bei Alltagsgegenständen ist Tragekomfort sehr wichtig. Ja, ob es um Kleidung, Möbel oder sogar Technologie geht, Komfort kann unser Leben bereichern. Ich stimme zu. Manchmal vernachlässigt man den Komfort leicht zugunsten des Stils. Genau. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Komfort zu finden. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir brauchen, wobei der Komfort unsere Priorität sein sollte. Das klingt nach einem cleveren Plan. Ich möchte sicherstellen, dass meine Entscheidungen praktisch und angenehm sind. Ja, Investitionen in Komfort können zu glücklicheren Alltagserlebnissen führen. Gemeinsam können wir fundierte Entscheidungen treffen, die unseren Bedürfnissen wirklich entsprechen. Lektion 25. Demut statt Arroganz. Es ist wichtig, dem Leben mit Demut und nicht mit der Arroganz entgegenzutreten, die mir so oft zugeschrieben wird. Ich stimme voll und ganz zu. Demut ermöglicht es uns, tiefere Verbindungen zu anderen aufzubauen. Genau. Wenn wir demütig sind, sind wir offener dafür, aus unseren Erfahrungen zu lernen und zu wachsen. Ja, und es hilft, echte Beziehungen aufzubauen, die auf Respekt und Verständnis basieren. Ich glaube, viele Menschen verwechseln Selbstvertrauen mit Arroganz, aber das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das stimmt. Selbstvertrauen kann inspirieren, während Arroganz andere eher abschreckt. Es geht darum, die Balance zu finden, bei der wir stolz auf uns sein können, ohne anzugeben. Absolut. Demut kann zu einem erfüllteren und sinnvolleren Leben führen.
Ermutigen wir uns gegenseitig, im täglichen Umgang Demut zu üben. Lektion 26. Flüssigkeitszufuhr beim Wandern. Wasser für die Wanderungen ist perfekt. Ich freue mich schon sehr darauf, bei unserem Abenteuer ausreichend zu trinken. Absolut. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel zum Spaß bei jeder Outdoor-Aktivität. Ich stimme zu. Wenn wir genug Wasser trinken, steigert das unser Energieniveau und hält uns frisch. Ja, und es kann auch Müdigkeit vorbeugen und uns helfen, uns auf den Weg zu konzentrieren. Hast du deine Wasserflaschen schon eingepackt? Ich möchte sicher gehen, dass wir genug haben. Das habe ich. Ich habe auch ein paar Elektrolyttabletten beigelegt, die wir unserem Wasser für zusätzliche Energie hinzufügen können. Das ist eine tolle Idee. So können wir den Fettverlust beim Wandern wieder ausgleichen. Genau. Ich kann es kaum erwarten, die wunderschöne Landschaft zu erkunden und dabei ausreichend zu trinken. Ich auch. Es wird ein unvergessliches Naturerlebnis. Lektion 27. Übungsroutine. Wie oft trainierst du pro Woche? Ich versuche, mindestens 5-mal pro Woche zu trainieren. Das ist beeindruckend. Ich versuche auch, aktiv zu bleiben, aber manchmal fällt es mir schwer, eine feste Routine einzuhalten. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, Zeit zu finden, insbesondere bei einem vollen Terminkalender. Ja, aber ich habe festgestellt, dass ich mich insgesamt viel besser fühle, wenn ich es zu einer Priorität mache. Das stimmt wirklich. Regelmäßige Bewegung steigert unsere Stimmung und unser Energieniveau deutlich. Ich habe versucht, verschiedene Trainingsarten einzubauen, um die Dinge interessant zu halten. Das ist eine tolle Strategie. Abwechslung beugt Langeweile vor und trainiert verschiedene Muskelgruppen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde an einem neuen Fitnesskurs teilnehmen, um etwas Abwechslung in meinen Alltag zu bringen. Das klingt nach einer tollen Idee. Lasst uns gegenseitig motivieren, unsere Fitnessziele zu erreichen. Lektion 28. Wochenendausflug. Hey, ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende einen Kurztrip zu machen. Irgendwelche Vorschläge? Das klingt nach einer tollen Idee. Wie wäre es mit einem Besuch eines nahegelegenen Strandes oder Wanderweges? Beide Optionen klingen verlockend. Ich könnte etwas Zeit im Freien zum Entspannen gebrauchen. Ja. Die frische Luft und die wunderschöne Landschaft wären nach einer anstrengenden Woche eine Wohltat. Ich liebe auch die Idee, einen neuen Ort zu erkunden, auch wenn es nur für einen Tag ist. Genau. Manchmal kann ein kurzer Ausflug unsere Stimmung heben. Gibt es bestimmte Orte, die Sie empfehlen würden? Nicht weit von hier gibt es einen wunderschönen Nationalpark mit atemberaubenden Aussichten und Wanderwegen. Das klingt perfekt. Lass uns das Wetter checken und unser Abenteuer planen. Lektion 29. Marktabenteuer. Lokale Märkte sind großartig, nicht wahr? Ja, sie haben eine so lebendige Atmosphäre voller frischer Erzeugnisse und einzigartiger Produkte. Ich liebe es, dass jeder Markt seinen eigenen Charakter hat und die lokale Kultur und Gemeinschaft widerspiegelt. Absolut. Es ist eine fantastische Möglichkeit, lokale Bauern und Handwerker zu unterstützen. Darüber hinaus sorgt die Vielfalt der angebotenen Speisen und Kunsthandwerke stets für ein spannendes Erlebnis. Ja. Ich entdecke gerne neue Zutaten und probiere verschiedene Rezepte aus. Warst du schon mal auf dem Markt in der Innenstadt? Ich habe gehört, dass es dort einige unglaubliche Händler Ja, gibt. das habe ich. Die Auswahl an Bioobst und handgemachten Waren ist wirklich beeindruckend. Lassen Sie uns bald gemeinsam einen Besuch planen, ich würde es gerne mit Ihnen erkunden. Lektion 30. Outdoor-Aktivitäten.
Welche anderen Aktivitäten haben Sie in letzter Zeit unternommen? Also, ich war letztes Wochenende in den atemberaubenden Bergen wandern und es war atemberaubend. Das klingt unglaublich. Die Aussicht von dort oben muss fantastisch gewesen sein. Das waren sie wirklich. Als ich auf dem Gipfel stand, fühlte ich mich so mit der Natur verbunden. Das kann ich mir vorstellen. Wandern ist eine tolle Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und die Natur zu genießen. Ja, und es ist auch ein lohnendes Gefühl, mich körperlich herauszufordern. Haben Sie Lieblingswanderwege entdeckt, die Sie empfehlen würden? Absolut. Es gibt einen Weg, der zu einem wunderschönen Wasserfall führt. Den muss man gesehen haben. Das würde ich gerne ausprobieren. Lass uns bald gemeinsam eine Wanderung planen. Lektion 31: Gesunde Ernährung. Die Aufnahme verarbeiteter Lebensmittel zu reduzieren, ist ein großartiges Ziel. Absolut. Ich koche öfter zu Hause, um mich auf frische Zutaten zu konzentrieren. Das ist fantastisch. Wenn Sie zu Hause kochen, können Sie selbst bestimmen, was in Ihre Mahlzeiten kommt. Ja, und es macht auch Spaß, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Rezepten zu experimentieren. Ich stimme zu. Die Zubereitung eigener Mahlzeiten kann sehr lohnend und insgesamt gesünder sein. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, Familie und Freunde in den Kochprozess einzubeziehen. Auf jeden Fall. Gemeinsame Mahlzeiten können wunderbare Erinnerungen und Verbindungen schaffen. Ich finde, wir sollten demnächst mal einen Kochabend machen und gemeinsam ein paar neue Rezepte ausprobieren. Das klingt perfekt. Lass es uns planen und leckeren Spaß in der Küche haben. Lektion 32: Bedeutung des Schlafs. Ausreichend Schlaf pro Nacht ist für die allgemeine Gesundheit entscheidend, meinen Sie nicht? Guter Punkt. Schlaf kann unsere Stimmung, unser Energieniveau und unsere Produktivität erheblich beeinflussen. Ja, wenn wir dem Schlaf Priorität einräumen, fühlen wir uns tagsüber tendenziell konzentrierter und wacher. Genau. Ich versuche, einen regelmäßigen Schlafrhythmus einzuhalten, um sicherzustellen, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Das ist ein kluger Ansatz. Konstanz kann wirklich helfen, die innere Uhr unseres Körpers zu regulieren. Ich habe auch festgestellt, dass mir eine entspannende Schlafenszeitroutine hilft, schneller einzuschlafen. Absolut. Es ist wichtig, abzuschalten und den Geist auf die Ruhe vorzubereiten. Lassen Sie uns einander dazu ermutigen, auch in Zukunft gesunde Schlafgewohnheiten beizubehalten. Ja. Auf besseren Schlaf und allgemeines Wohlbefinden. Lektion 33: Ein Hotelzimmer buchen. Hallo, ich muss meine Zimmerreservierung ändern. Können Sie mir helfen? Natürlich. Ich unterstütze Sie gerne dabei. Welche Änderungen müssen Sie vornehmen? Ich möchte mein Check-in-Datum ändern und gegebenenfalls ein Upgrade auf ein größeres Zimmer durchführen, sofern verfügbar. Kein Problem. Ich prüfe gerne die Verfügbarkeit und schaue, welche Möglichkeiten wir haben. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe bei dieser Anpassung zu schätzen. Gerne. Ich sorge dafür, dass Ihre neue Reservierung perfekt Ihren Bedürfnissen entspricht. Das klingt super. Ich freue mich auf meinen Aufenthalt, vor allem mit dem Upgrade. Ich werde alles in Kürze bestätigen und Ihnen die aktualisierten Details per E-Mail senden. Perfekt. Ich bin dankbar für Ihre schnelle Hilfe, das erleichtert die Planung ungemein. Lektion 34: Busrouten erkunden. Einverstanden. Schauen wir uns also heute Abend die Buslinien an und planen unsere Reiseroute. Das klingt nach einem guten Plan. Es ist wichtig, die besten Routen zu kennen, um unsere Zeit optimal zu nutzen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass wir alle Highlights sehen, ohne Zeit mit dem Transport zu verschwenden. Auf jeden Fall.
Wenn wir im Voraus planen, fühlen wir uns auf Reisen besser organisiert und weniger gestresst. Ja, und wir können die effizientesten Wege finden, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Ich liebe es, wie wir Spaß mit cleverer Planung verbinden können, das macht das Abenteuer noch besser. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, alles zu erkunden und das Beste aus unserer Erfahrung zu machen. Ich auch. Lasst uns heute Abend mit der Planung unserer Reise beginnen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine unvergessliche Reise.